Hi und willkommen zurück. Ich habe euch heute eine wunderschöne neue Marke mit dabei und zwar geht es um die Marke Jus. Ich habe euch insgesamt 3 Düfte der Marke dabei. Bevor wir uns die aber anschauen, eine kurze Bitte an euch. Wenn ihr Videowünsche habt, Fragen habt rund um Düfte oder auch an Alex, unseren CEO, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare runter. Ich nehme darauf total gerne Rücksicht und orientiere mich gerne auch an euren Videowünschen. Insofern, wenn euch was auf der Seele liegt oder ihr einen Wunsch habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Lasst uns zurückkommen zu dieser schönen Marke, zu Jus. Jus ist eine, wie man vielleicht am Namen schon erkennen könnte, eine französische Marke, die tatsächlich 2019 erst gegründet wurde, also auch noch gar nicht eine so alte Marke. Und das Konzept der Marke ist eigentlich, dass sie eben natürliche Rohstoffe kombinieren möchten mit synthetisch hergestellten Molekülen und das soll quasi so eine schöne Symbiose geben. Ja, hört sich erstmal ganz gut an. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns mal die Düfte gemeinsam an und schauen, wie denn dieses Konzept umgesetzt wurde. Ich habe insgesamt 3 Düfte heute der Marke dabei, die auch neu bei uns im Sortiment sind. 3 Düfte, die alle in eine echt komplett andere Richtung gehen, sodass ich hoffe, dass auch für dich der perfekte, passende Duft mit dabei ist. Wir starten mit dem ersten Duft und dessen Namen ist wirklich schon Programm. Und zwar heißt der Duft Spritz Love. Und ja, ich musste auch direkt irgendwie an Aperol Spritz denken. Jetzt soll dieser Duft eher an das venezianische Getränk erinnern. Das heißt Aperol Spritz, nicht mit Sekt, sondern mit Weißwein. Aber dieser Spritzakkord ist definitiv eben mit verarbeitet. Und deswegen startet der Duft wirklich schon mit diesem zitrischen, mit diesem frischen, mit diesem für mich auch ganz leicht bitteren. Das heißt, wir haben hier was Orangiges mit drin, wir haben aber auch was ganz leicht Bitteres, was man ja auch aus dem Aperol so kennt. Eine tolle Kombination. Von Beginn an eben zitrisch, fruchtig, erfrischend. Ein toller Duft, der sich auch für die etwas wärmeren Jahreszeiten auf jeden Fall super eignet und richtig easy zu tragen ist. Diese kleine bittere Note vom Anfang, die zieht sich wirklich sehr, sehr schnell zurück. Die bleibt also in dem Duft nicht erhalten für mich. Was auch toll und fein rauskommt, ist eine Zistrose. Wir haben hier einfach eine schöne Kombination aus diesem zitrischen, aus diesem fruchtigen, aus diesem ja saftigen schon fast. Also der Duft wird gar nicht trocken für mich, obwohl Hölzer mit reinkommen. Er bleibt aber nicht trocken, beziehungsweise wird nicht trocken, sondern er behält dieses Erfrischende auf jeden Fall und dieses Spritzige. Wirklich, wirklich toll. Deswegen finde ich so die Assoziation mit einem schönen Cocktail richtig, richtig gut. Der Duft wird im Verlauf würziger. Wir haben hier eine tolle Safrannote mit drin. Der Duft wird auch so ein bisschen vollmundiger. Also es ist kein so ein rein klassisch zitrischer, leichter Duft. Er ist nicht schwer, aber er gewinnt an Körper. Und das macht den Duft so interessant. Also da passiert schon einiges auch im Duftverlauf. Es ist kein zitrisches, leichtes Wässerchen, sondern er entwickelt sich wirklich schön und entwickelt einfach einen schönen Körper. Dieser Körper wird auch leicht, blumig, süß. Wir haben eine Rose mit drin. Es ist jetzt aber kein übertriebener Rosenduft, also keine Sorge. Macht den Duft einfach so ein bisschen vollmundiger, macht ihn ein bisschen runder, ein bisschen rosig, ein bisschen süß. Und was auch rauskommt, ich hatte es schon angekündigt, ist was leicht holzig-udiges, aber wirklich sehr, sehr sanft im Hintergrund. Das ist jetzt kein Oud-Duft, aber ist einfach eine schöne Kombination aus diesem zitrischen, frischen, saftigen, diese Rose, diesem Safran, dann ein ganz kleiner Touch Oud mit rein. Also ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr schön aufeinander abgestimmter Duft. Ein Duft, den du super auch im Alltag tragen kannst. Ein Duft, den ich jetzt auch ins Büro tragen würde. Ja, also ich würde wirklich gar keine Einschränkungen machen. Der ist von der Sillage her wirklich auch angenehm. Der ist nicht übertrieben, der ist nicht laut, der ist wirklich schön, deswegen auch eben unkompliziert zu tragen. Und von der Jahreszeit her würde ich jetzt sagen, naja, grundsätzlich kann man den immer tragen. Passt natürlich mit diesem Zitrischen auch gut in Frühling, in den Sommer, auch in den Herbst, muss ich sagen. Ich würde aber hier tatsächlich keine Einschränkung machen. Für den Winter ist es natürlich jetzt kein Duft, der total sich in den Vordergrund drängt und eben andere Gerüche, wenn man zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt ist oder ähnliches, und da ja schon von Natur aus sehr viel Geruch um einen drumherum ist, sich da irgendwie total präsent durchsetzt. Das nicht.
Ich finde aber, mit der Rose und mit diesem Körper, mit diesem leicht holzigen, kann man den theoretisch auch im Winter tragen. Wirklich ein schöner Duft und ich würde auch sagen, das ist wirklich ein toller Unisex-Duft. Also geht für Frauen, aber auch für Männer. Ja, ich muss sagen, Spritzlauf könnte auf jeden Fall ein Duft sein, den ich auch öfters im Alltag tragen werde. Wir kommen zu einem Duft, den man auch perfekt in der wärmeren Jahreszeit tragen kann, aber auch in anderen Jahreszeiten und der im Gegensatz zu dem Spritzlauf so ein bisschen mehr Power hat, so ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen. Ein wunderschöner Duft, der sich schon sehr rassig irgendwie vom Namen anhört, und zwar heißt der Andaluisa. Schöner Name, wie ich finde, auch ein umso schönerer Duft, der ganz besonders startet. Ich weiß nicht, ob du jemals einen Duft gerochen hast, der Granatapfel mit drin hat. Ich tatsächlich nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich einen Duft gerochen habe, der Granatapfel drin hat. Aber ich muss sagen, mega schön. Der Duft startet eben mit einem wunderschönen, mandarinigen, granatapfeligen Beginn. Wenn du dir vorstellst, du stehst in der Küche und hast da einen frischen Granatapfel und tust gerade mit dem Messer, oder vielleicht gibt es auch eine bessere andere Variante, diese Kernchen raus und die sind richtig fruchtig, frisch, saftig. So startet dieser Duft. Also wirklich richtig, richtig cooler Start. Und man riecht schon beim ersten Sprühen, der hat schon ordentlich Pfeffer. Nicht als Duftnote mit drin, sondern der ist schon intensiver und auf jeden Fall gut wahrnehmbar. Der Duft startet also schön fruchtig, schön saftig, wirklich toll. Er gewinnt dann im Verlauf etwas mehr an Süße. Ich muss aber wirklich sagen an der Stelle, wenn du jetzt als Mann zuschaust und sagst, wieder so ein Frauenduft, nein, das ist wirklich ein toller, toller Unisex-Duft. Obwohl er eben an Süße gewinnt, ist es nicht übertrieben. Also klar, wir haben dieses Fruchtige, wir haben dieses Süße mit drin. Wir haben aber eine ganz tolle Entwicklung in diesem Duft, denn der wird so ein bisschen runder, cremiger mit Ambra mit drin. Wir haben aber auch Zedernholz zum Beispiel mit drin. Das gibt so eine ganz tolle Basis in dem Duft und dadurch wird er jetzt auch nicht rein feminin, sondern ist für mich wirklich ein Duft, der sowohl von Frauen als auch von Männern echt gut zu tragen ist. Auch bei diesem Duft haben wir wie beim ersten Zistrose mit drin. Das ist für mich so eine Duftkomponente, die total vielfältig ist. Also ich finde, die ist total schön und komplex von dem, wie sie riecht, weil sie total unterschiedlich in ihrer Ausprägung diesen Duft prägen kann. Also ich finde, die bringt einfach was sehr Feines mit rein, dann noch in Kombination mit Vetiver. Also wirklich ein schöner Duft, der natürlich süß bleibt, rund bleibt, sich schön auf die Haut drauflegt und trotzdem dieses fruchtig, frische, zitrische nicht verliert. Ein Duft, der für mich tatsächlich so ein bisschen Sexappeal mit reingeht. Der ist jetzt nicht dunkel, der ist nicht düster oder ähnliches, also hat jetzt nichts so mit so klassischen Date-Düften zu tun. Er hat aber trotzdem so einen gewissen Sexappeal für mich. Schöner Duft, deswegen auch gut abends zum Ausgehen, zum Date zu tragen, aber auch im Alltag. Also das ist wirklich auch ein Duft, den würde ich auch immer tragen. Der ist auch von der Sillage, auch wenn er sich so ein bisschen intensiver natürlich tragen lässt, nicht zu übertrieben, dass ich Einschränkungen machen würde. Ja, wirklich schön. Und geht in eine komplett andere Richtung als der Spritzlauf. Ich musste gerade echt schmunzeln, weil wir steigern uns nicht nur, was den Sexappeal angeht, denn der nächste Duft hat Sex schon im Namen. Nein, wir steigern uns auch bei den Düften, was die Intensität angeht. Und der letzte Duft, das ist wirklich ein Duft, der schon eher so in eine etwas dunklere, sexy Richtung geht, etwas intensiver ist und deswegen vielleicht auch eher so für die kälteren Jahreszeiten perfekter passt, also gerade so Herbst und Winter. Wirklich aber ein schöner Duft, der aber eben einfach intensiv ist. Und zwar handelt es sich um den Sexy Crush. Und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Bei dem Namen kann man auf jeden Fall mal schon was erwarten. Der startet schon wirklich mit Power. Schön, verführerisch. Was im ersten Riechen gleich rauskommt, ist eine wunderschöne Myrrhe. Ich finde, der Duft hat, obwohl er für mich irgendwo auch süß und beerig und fruchtig startet, hat er eben gleich schon etwas leicht Dunkles mit drin. Leicht rauchig für mich, schön in der Komposition. Ein Duft, den du auch eben perfekt zu einem Date tragen kannst, eben auch in der kälteren Jahreszeit. Ein Duft, den ich jetzt wegen der Intensität nicht unbedingt im Alltag tragen würde. Ist aber auf jeden Fall ein richtig schöner Start. Wir haben also diesen fruchtigen, süß,
ja, bärigen Start kombiniert mit einer schönen Myrrhe und für mich was leicht ja, rauchigem. Was dann dazu kommt, ist eine wunderschöne feine Oud-Note. Wir haben hier gleich so einen orientalischen Touch nochmal mit drin. Dazu beitragen tut bestimmt auch die Tonkabohne mit einem schönen Vanille-Touch, schön was Süßes, Vollmundiges, was da nochmal mit reinkommt, ohne dass es zu übertrieben wird. Ich finde, dass die Entwicklung des Duftes wirklich toll ist und ihr merkt vielleicht an dem, was auch so in dem Duft drin ist und wie es sich entwickelt, dass es wirklich ein schöner Unisex-Duft ist. Das Oud, was da drin ist, kann sowohl perfekt von Männern getragen werden, als auch von Frauen. Ich finde einfach, das macht wirklich diesen verführerischen Touch aus. Ich mag solche fein aufeinander abgestimmten orientalischen Düfte. Das ist jetzt nicht der Hardcore-Oriental, das nicht, nein, aber er ist total fein, würzig, udig, süß, fruchtig. Wirklich eine ganz tolle Kombination. Wir bekommen eine schöne Rose mit rein, die riecht man auch, die ist auf jeden Fall auch präsent da. Und er wird einfach etwas würziger, trägt natürlich auch dazu bei, dass er diesen orientalischen Charakter nochmal bekommt. Ja, also der ist auch von der Haltbarkeit wirklich gut. Ich muss auch sagen, klar, der Spritzlauf ist von sich aus so ein bisschen leichter natürlich. Ich finde aber, die Düfte von Jus haben alle wirklich eine tolle Haltbarkeit. Von der Sillage her sind sie natürlich unterschiedlich, habe ich ja dazu gesagt. Aber der Sexy Crush, das ist auf jeden Fall ein Duft, ja. Sobald es Herbst oder Winter wird, kann ich mir gut vorstellen, den auch wieder regelmäßiger zu tragen. Als ich den jetzt hier so im Sommer getragen habe, war er mir wirklich so ein bisschen zu intensiv, aber ich wollte natürlich auch wissen, wie er sich bei mir entwickelt. Kann ich dir aber auf jeden Fall ans Herz legen, sobald es ein bisschen kälter wird. Der Sexy Crush ist wirklich ein besonderer Duft, ein schöner Duft, ein schöner, orientalischer, gut aufeinander abgestimmter Duft, den ich jetzt nicht im Büro tragen würde, aber im Alltag und zu einem Date oder zum Ausgehen, da eignet er sich perfekt. Ich hoffe, dass auch für dich ein Duft dabei war von der tollen Marke Jus, der dich neugierig gemacht hat. Wenn ja, dann teste ihn doch gleich mal aus. Wenn du den Channel noch nicht abonniert hast, hol das am besten gleich nach, aktiviere die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Und wie gesagt, wenn du einen Videowunsch hast, da sind die Kommentare, lass mir gerne da. Ich freue mich sehr drauf. Bis dahin alles Gute. Ciao.